Ja, hier an der Uni Bonn wird Science Fiction zur Realität. Ziemlich auf den Punkt gebracht, was NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Robotik der Uni Bonn erlebt hat. Der Rektor teilt diese Begeisterung. Ja, also die Robotik ist eine ganz tolle wissenschaftliche Disziplin auf der einen Seite, weil es darum geht, Grundlagenforschung auch in diesem Gebiet zu machen. Aber sie ist eben auch ganz nah an der Anwendung. Also Robotik, menschliche Systeme ist einfach, das ist faszinierend. Professorin Maren Benewitz hat ein buntes Programm aus ihrer Forschung zusammengestellt, welches sie gemeinsam mit ihren Doktoranden nicht nur zeigt, sondern auch mitmachen lässt. Wir können eine Reihe von Problemen lösen, zum Beispiel Telepräsenz für kranke Schulkinder, die zu Hause sind, chronisch kranke Schulkinder, die nicht physisch am Unterricht teilnehmen können, können einen Telepräsenzroboter, einen mobilen Roboter im Klassenzimmer steuern und so in ihren sozialen Kreisen bleiben, interagieren mit ihren Schulkameraden, mit der Lehrerin. Das gibt es bisher noch nicht in Deutschland, daran arbeiten wir aktuell. Dann arbeiten wir auch an Automatisierung in der Landwirtschaft, zum Beispiel automatisierte Ernte. Wir haben einen Roboter entwickelt, der automatisch Paprikafrüchte erkennen und ernten kann in Gewächshäusern. Das ist zwar aktuell noch ein Prototyp, in ein paar Jahren wird das aber auch eingesetzt werden können auf dem Feld. Wir arbeiten an Techniken für Haushaltsroboter. Auch dort gibt es noch eine Menge von Herausforderungen zu lösen. Es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis diese Roboter bei uns zu Hause eingesetzt werden, aber daran arbeiten wir auch konkret. Und als letztes noch Roboter in der Archäologie. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo zerfallene römische Freskos zusammengesetzt werden sollen, also wo der Roboter die Teile zuerst einscannt, dann virtuell zusammenpuzzelt und physisch zusammensetzt. Das ist auch wichtig, um das Weltkulturerbe zu erhalten. Und für Menschen ist es sehr mühsam und zeitaufwendig, diese Fresken zusammenzusetzen. Und das kann durch Robotik und KI effizienter und schneller gelöst werden. Und ein großes Problem für die Robotik ist, wie sollte es auch anders sein, der Mensch. Weil Benutzer ja unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie die Roboter mit ihnen interagieren sollen. Wir sprechen hier von Personalisierung von Robotern. Das heißt, das Beste ist, wenn die Benutzer dem Roboter individuell beibringen, wie sie sich die Interaktion wünschen. Das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt, der gelöst werden muss. Und dazu haben wir ein Virtual Reality Interface entwickelt, durch das die Benutzer dem Roboter beibringen können, wie sie sich die Interaktion wünschen. Ein solch breites Spektrum ist nur möglich, weil die Uni Bonn so forschungsstark im Bereich der Robotik ist. Das zeigt sich unter anderem auch am Exzellenzcluster Finorob. Bei Finorob geht es darum, mit neuen Technologien neue Wege zu gehen, um die Landwirtschaft, speziell die Nutzpflanzenproduktion, nachhaltiger zu machen. Was bedeutet Nachhaltigkeit hier? Wir wollen den gleichen Ertrag, den wir jetzt schon auf dem Feld haben oder sogar erhöhen, ohne negative Impact oder negative Einflüsse auf das Agrarökosystem zu bekommen. Das heißt, wir wollen zum Beispiel weniger Dünger ausbringen, wir wollen weniger Pflanzenschutzmittel benutzen, wir wollen Unkrautkontrolle anders gestalten, indem wir mit Robotern Dinge sozusagen manuell ausführen, die Menschen früher vielleicht manuell gemacht haben, die aufgrund der Masse heute aber gar nicht durch Menschen mehr ausführbar sind. Wenn Sie an Unkrautkontrolle denken, früher sind Sie mit der Hake durchgelaufen und haben Unkraut weggehakt oder weggezupft. Das ist heute einfach nicht mehr möglich, diesen Arbeitsaufwand zu bringen, um nachhaltig zu wirtschaften. Und was wir aber machen können, wir können Roboter bauen, die beispielsweise einen Laser verwenden und das Unkraut wegbrennen oder eine mechanische Hake nehmen und wirklich die Unkräuter weghacken und nur die Nutzpflanze stehen lassen. Und wenn wir das automatisieren, können wir ökologisch sinnvoll produzieren, das ökonomisch auch gut tun und gleichzeitig keinen negativen Impact oder weniger negativen Impact auf das Agrarökosystem zu haben. Außerdem ist die Uni Bonn äußerst gut vernetzt. Als Teil des Lamar-Instituts für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz ist sie führend im Bereich der generativen AI. Hier in Bonn und St. Augustin gemeinsam trainieren wir seit längerer Zeit ein sogenanntes Fundamentalmodell. Das sind die Dinge, die all die wunderbaren Dinge möglich machen von Generative AI. Das sind Modelle, die in der Lage sind, deswegen heißen sie generativ, neue Dinge zu erzeugen. Wir wissen, dass man damit Texte erzeugen kann, dass man damit Klassenarbeiten bestehen kann, dass man Bilder erzeugen kann. Jetzt seit wenigen Tagen wissen wir, dass auch Videos ganz hervorragend funktionieren. Wie gut die Uni Bonn in ihrer Forschung ist natürlich auch dem Ministerpräsidenten nicht verborgen geblieben. Ja, die Uni Bonn ist super stark, quasi aus dem Stand Platz 2 in Deutschland. Wir wollen natürlich Spitze sein, das ist ja völlig klar. Wir haben auch andere Standorte in Nordrhein-Westfalen, mit denen wir uns immer gut vernetzen. Das ist auch wichtig, Kompetenzen zu stärken. Aber Bonn ist, wenn man sich allein die Exzellenzcluster anschaut, schon richtig spitze. Auch für den Rektor ist die Antwort auf die Frage, warum die Uni Bonn so erfolgreich ist, recht einfach. Es sind die Menschen.
Wir sind Spitze in der Robotik in Deutschland international und wir sind deswegen Spitze, weil wir wirklich ganz herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben und ganz tolle Doktorandinnen und Doktoranden, denn die haben heute die Wissenschaft präsentiert. Dem Lob schließt sich Professorin Benewitz gerne an. Die Begeisterung, mit der meine Doktoranden die Demonstrationen vorgeführt haben, das hat ja sowohl der Ministerpräsident wie auch der Rektor mehrmals erwähnt. Also ich habe wirklich ein tolles Team und es hat sich gelohnt, die ganze Vorbereitung. Und ich glaube, es kam gut an. Der Ministerpräsident hat einen Eindruck in unsere tolle Robotikforschung bekommen und war auch sehr beeindruckt und begeistert. Hatte ich so das Gefühl. Das Gefühl trügt nicht, aber viel wichtiger noch, der Ministerpräsident verlässt die Uni mit einem positiven Blick auf die Zukunft. Robotik in der Landwirtschaft bei ganz speziellen Aufgaben, beim Ernten, beim zielgerichteten Pflanzenschutz, Robotik im Haushalt als Unterstützer für alltägliche Aufgaben, die uns Menschen manchmal lästig sind, aufräumen oder Ähnliches. Und was mich besonders beeindruckt hat, Robotik, die Kindern, die zu Hause sind, weil sie krank sind, nicht in die Schule gehen können, dann doch viel interaktiver als einfach nur über einen Laptop, über das iPad am Unterricht teilnehmen können. Und daran sieht man, dass wir nicht nur in einer schwierigen Zeit leben, ja, das stimmt, sondern auch in einer guten Zeit leben mit ganz, ganz vielen Chancen, das Leben noch besser zu machen.